Deutsch lernen durch Hören. Der Hund des Nachbarn. Oh nein, nicht schon wieder. Laura macht die Musik lauter. Dieses ständige Bellen ertrage ich nicht mehr lange. Übertreibst du nicht ein bisschen, Laura? Also mich stört das nicht, sagt Marco. Laura ärgert sich seit Wochen. In der Wohnung unter ihnen lebt ein altes Ehepaar mit seinem Hund. Dieser Hund bellt sehr oft. Es ist ein großer Hund, deshalb ist sein Bellen sehr laut. Man kann es im ganzen Haus hören. Laura stört das Gebell sehr. Sie liebt die Ruhe. Außerdem macht sie das Bellen nervös. Sie macht sich Gedanken, warum der Hund so viel bellt. Hunde bellen nicht ohne Grund. Vielleicht stimmt da etwas nicht. Ich möchte da mal nachschauen. Marco schüttelt den Kopf. Immer musst du dich überall einmischen. Aber Laura ist schon im Treppenhaus und hört ihn nicht mehr. Laura klingelt bei den Nachbarn. Herr Schmidt öffnet die Tür. »Hallo, ich bin Laura. Ich wohne über Ihnen. Ihr Hund bellt sehr viel. Ich wollte fragen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist.« »Kommen Sie rein, junge Frau. Ja, der Bello. Er ist unser Liebling. Es tut mir leid, wenn Sie das stört.« Bello kommt um die Ecke und will Laura begrüßen. Er ist wirklich riesig. Laura hat keine Angst vor Hunden. Sie hält ihm ihre Hand hin und Bello versucht aber, ihr Gesicht zu lecken. »Bello, hör damit auf«, ruft Herr Schmidt. Er ist sehr zutraulich. Sie kann ihn streicheln. »Wissen Sie, meine Frau und ich haben den Hund aus dem Tierheim geholt. Aber wir wussten nicht, dass er nicht nur sein Fressen und seine Leckerlis oder sowas braucht, er soll jeden Tag so viel laufen. Wir können beide nicht mehr gut laufen. Bello langweilt sich oft. Deshalb sitzt er vor der Tür und bellt.« Laura hat sich schon in Bello verliebt. »Ich könnte helfen. Ich kann eigentlich jeden Morgen meine Runde mit dem Bello machen. Und ich würde ihn mir auch zum Abendspaziergang ausleihen. So hätte ich abends im Dunkeln Gesellschaft.« Herr Schmidt freut sich sehr. »Abgemacht. Das ist aber sehr nett von Ihnen.« Laura freut sich auch. Sie wollte schon immer einen Hund haben. Aber jetzt braucht sie keinen eigenen. Ein Leihhund ist viel praktischer, denkt sie. Da muss ich wenigstens kein Futter bezahlen. Und ein gutes Werk tut sie auf jeden Fall damit auch.